Es war ein düsterer, regnerischer Tag, als ich mich entschied, das Grab meines Großvaters zu besuchen. Er war vor 3 Jahren verstorben, und obwohl ich versucht hatte, den Schmerz zu vergessen, schlich sich an besonderen Tagen wie heute stets eine bedrückende Melancholie in mein Herz. Der Friedhof lag in einem kleinen, abgelegenen Dorf im Schwarzwald, umgeben von dichten Wäldern und kurvenreichen Straßen. Auf dem Weg dorthin umfing mich ein schwerer Nebel, der sich wie eine lebendige Mauer um mein Auto legte. Jeder Meter fühlte sich länger an, als ob die Zeit stehen geblieben wäre und ich in einem endlosen Labyrinth gefangen wäre. Ich erreichte den Friedhof schließlich kurz nach Mittag. Die alten Grabsteine waren mit Moos bedeckt und der feuchte Boden schimmerte im schwachen Licht der verhangenen Sonne. Es war still, unnatürlich still, als ob die Welt den Atem anhielt. Keine Menschenseele war zu sehen. Und der Regen, der leise auf die Blätter der knorrigen Bäume trommelte, verstärkte das Gefühl der Isolation. Ich schritt vorsichtig über die Kieswege und versuchte, die bedrückende Stille zu ignorieren, die mich umgab. Doch tief in mir wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Der Friedhof wirkte leer, aber nicht auf die übliche Weise. Es fühlte sich eher so an, als ob er auf etwas oder jemanden wartete. Als ich schließlich das Grab meines Großvaters erreichte, blieb ich stehen und betrachtete den verwitterten Grabstein. Es war seltsam. Jemand hatte frische Blumen hingelegt, weiße Chrysanthemen, die noch vom Morgentau glitzerten. Doch meine Familie hatte mir nicht gesagt, dass sie in letzter Zeit hier gewesen waren. Wer hätte sonst? Ein Schauer lief mir über den Rücken, und ich schloss für einen Moment die Augen. Als ich sie wieder öffnete, bemerkte ich einen Schatten, der sich in der Nähe bewegte. Eine Gestalt, die sich langsam zwischen den Gräbern hin und her bewegte, wie ein Geist, der ziellos umherirrte. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Es war ein älterer Mann, und obwohl sein Gesicht im Nebel verschwamm, war ich mir sicher. Es war mein Großvater. »Opa?« flüsterte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Hauchen. Die Gestalt hielt inne, drehte sich aber nicht um. Meine Beine fühlten sich an, als wären sie in Blei gegossen. Doch ich zwang mich, einen Schritt nach vorne zu machen. Und dann noch einen. Die Gestalt begann sich wieder zu bewegen, entfernte sich langsam von mir, tiefer in den dichten Nebel hinein. Ich folgte ihm. Mein Herz raste und 1000 Fragen schossen mir durch den Kopf. Was machte er hier? War das wirklich möglich? Schließlich stand ich direkt vor einem alten, verfallenen Grabmal, das halb im Boden versunken war. Die Inschrift war schwer zu entziffern, aber ich konnte es erkennen. Hier ruht Karl Schneider. Geboren 1992, gestorben 1916. Ich trat einen Schritt zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. Das war nicht das Grab meines Großvaters. Aber warum hatte mich die Gestalt hierher geführt? Und wo war sie jetzt? Ich blickte mich hektisch um, doch außer dem dichten Nebel und den dunklen, stillen Bäumen war nichts zu sehen. »Opa, wenn du hier bist, gib mir ein Zeichen«, rief ich in die Leere. Doch nur mein eigener Atem antwortete mir. Die Luft war kalt und ich spürte, wie die Kälte durch meine Kleidung kroch. Langsam drehte ich mich um, unsicher, was ich tun sollte. Doch in dem Moment, als ich den ersten Schritt zurück zum Hauptweg machen wollte, hörte ich es. Ein leises, flüsterndes Lachen, das direkt hinter mir erklang. Ich fuhr herum, doch da war niemand. Das Lachen verklang, doch die Anspannung in der Luft blieb. Es war, als ob etwas Unsichtbares mich beobachtete, als ob Augen aus dem Nebel heraus mich fixierten. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, ruhig zu bleiben. Was, wenn ich wirklich den Verstand verlor? Oder spielte mir dieser verfluchte Friedhof einen Streich? Ich beschloss, zurück zum Auto zu gehen und diesen Ort hinter mir zu lassen. Langsam ging ich den Weg zurück, doch das Gefühl, verfolgt zu werden, ließ nicht nach. Immer wieder drehte ich mich um, sicher, dass ich Schatten hinter mir sah. Aber jedes Mal war da nichts. Als ich endlich mein Auto erreichte, stieg ich hastig ein und verriegelte die Türen.
Der Regen war stärker geworden und der Nebel umhüllte das Fahrzeug wie ein undurchdringliches Leichentuch. Ich startete den Motor und fuhr langsam los. Der Kies knirschte unter den Reifen. Ich wagte es nicht, Sminny zurückzublicken. Doch im Rückspiegel schien ich für einen Moment die Gestalt meines Großvaters zwischen den Bäumen zu sehen, die mich anstarrte. Ich schüttelte den Kopf, versuchte, den Gedanken zu verdrängen, aber das Bild brannte sich in mein Gedächtnis ein. Was wollte er von mir? Und warum hatte er mich zu diesem alten Grab geführt, das nichts mit ihm zu tun hatte? Die Heimfahrt war ein Albtraum. Der Nebel wurde immer dichter und die Straßen verschwammen zu einem endlosen Tunnel aus Grau. Es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre und ich mich in einem ewigen Kreislauf bewegte. Jede Kurve, jede Baumreihe sah gleich aus. Ich fuhr langsamer, doch das Gefühl der Verlorenheit blieb. Plötzlich, aus dem Nichts, sprang ein Reh auf die Straße. Ich riss das Lenkrad herum, trat auf die Bremse und das Auto geriet ins Schleudern. Der Aufprall war heftig und für einen Moment glaubte ich, alles um mich herum würde explodieren. Als das Fahrzeug zum Stillstand kam, atmete ich schwer und versuchte, mich zu orientieren. Ich war auf einer Lichtung gelandet, umgeben von hohen, alten Bäumen, die mich wie stumme Wächter umringten. Ich kletterte aus dem Auto, meine Knie zitterten und ich sah mich um. Keine Spur von dem Reh, das plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht war. Der Nebel war so dicht, dass ich kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Und dann hörte ich es wieder, dieses Flüstern. Doch diesmal war es anders. Es klang nicht nach einer Stimme, sondern eher wie viele Stimmen, die durcheinander redeten, als ob ein Chor von Geistern versuchte, mir etwas mitzuteilen. Die Worte waren unverständlich, aber die Bedrohung war greifbar. Mein Herz hämmerte in meiner Brust und ich wusste, dass ich hier weg musste. Doch als ich mich wieder ins Auto setzen wollte, sah ich es. Auf der anderen Seite der Lichtung stand mein Großvater. Sein Gesicht war blass und seine Augen schimmerten unnatürlich im Dunkeln. »Du solltest nicht hier sein«, sagte er leise, und seine Stimme hallte in der Stille wieder. Ich wollte etwas sagen, ihn fragen, was das alles bedeutete, doch die Worte blieben mir im Hals stecken. Langsam trat er einen Schritt auf mich zu, und die Dunkelheit schien ihn zu verschlucken. Es gibt Dinge, die du nicht verstehen kannst. Geheimnisse, die besser im Verborgenen bleiben. Ich schluckte schwer. Mein Kopf drehte sich. Und ich fühlte, wie mir schwarz vor Augen wurde. Doch bevor ich das Bewusstsein verlor, hörte ich ihn noch einmal flüstern: »Bleib weg, oder sie werden dich holen.« Als ich wieder zu mir kam, war die Lichtung verlassen. Der Nebel hatte sich gelichtet und das erste Morgenlicht schien schwach durch die Baumkronen. Mein Kopf schmerzte und ich fühlte mich erschöpft, als ob ich tagelang nicht geschlafen hätte. Ich blickte mich um, doch von meinem Großvater oder den flüsternden Stimmen war nichts mehr zu hören. Langsam stand ich auf, stützte mich an meinem Auto ab und versuchte, die Ereignisse der letzten Nacht zu verarbeiten. Hatte ich alles nur geträumt? Oder war das alles wirklich passiert? Die Realität schien sich zu verzerren und ich konnte nicht mehr sagen, was echt war und was nicht. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich eine Grenze überschritten hatte. Eine Grenze, die ich nicht hätte überschreiten dürfen. Ich kletterte zurück ins Auto und fuhr vorsichtig los. Das Adrenalin war fast vollständig aus meinem Körper verschwunden und hatte einer tiefen Erschöpfung Platz gemacht. Jede Faser meines Körpers wollte nur noch nach Hause. Doch die Frage nach dem Warum ließ mich nicht los. Warum hatte mich mein Großvater gewarnt? Und wovor? Ich fuhr durch die stillen Straßen des kleinen Dorfes, das am Rand des Waldes lag. Die Häuser wirkten verlassen, die Fensterläden geschlossen und es gab keinen Hinweis auf Leben. Es war, als ob das Dorf selbst erstarrt wäre, gefangen in einem zeitlosen Moment. Der Gedanke ließ mich erschaudern. Als ich schließlich die Hauptstraße erreichte, nahm ich mir vor, nie wieder zurückzukehren. Doch das war leichter gesagt als getan. Die nächsten Tage vergingen wie in einem Schleier. Ich versuchte zur Normalität zurückzukehren,
Doch die Ereignisse im Wald ließen mich nicht los. Ich sprach mit niemandem darüber, nicht einmal mit meiner Familie. Was hätte ich auch sagen sollen? Dass ich glaubte, den Geist meines Großvaters gesehen zu haben? Dass er mich gewarnt hatte, dass etwas mich beobachtete? Es klang alles zu verrückt. Doch in jeder stillen Minute, in der ich allein war, fühlte ich wieder diese Kälte, die Dunkelheit, die sich langsam in meinen Geist schlich. Es war, als ob etwas aus dem Wald heraus mir nachgegangen wäre. Ein Teil des Schattens hatte sich an mich geheftet und folgte mir, wo immer ich hinging. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Ich musste mit jemandem sprechen. Jemandem, der vielleicht mehr über die alten Legenden des Dorfes wusste. Ich erinnerte mich an einen alten Mann, Herrn Weber, den ich als Kind oft im Dorf gesehen hatte. Er war der Dorfchronist, einer der letzten, die die alten Geschichten noch kannten. Ich suchte ihn in seinem kleinen Haus am Ende der Hauptstraße auf. Er saß auf der Veranda, eine Pfeife rauchend, als ich ihn ansprach. Seine Augen, tief und durchdringend, musterten mich aufmerksam. Und ich spürte, wie eine Art Erkennen in seinem Blick aufblitzte, als ich ihm von meinem Erlebnis im Wald erzählte. »Du solltest nicht dort gewesen sein«, sagte er mit rauer Stimme. »Dieser Wald, er ist kein gewöhnlicher Ort. Es gibt Geschichten, alte Geschichten, die davon berichten, dass die Seelen der Toten dort gefangen sind. Menschen, die in Kriegen gefallen sind. Geister von Verstorbenen, die keine Ruhe finden. Sie suchen nach etwas oder nach jemandem.« Ich schluckte schwer. Mein Herz schlug schneller. Mein Großvater. Er hat mich gewarnt. Aber ich verstehe nicht, wovor er mich gewarnt hat. Der alte Mann nickte langsam, als ob er schon genau wusste, was ich sagen würde. Vielleicht hat er versucht, dich zu beschützen. Manchmal machen die Geister einen Fehler. Sie glauben, dass du einer von ihnen bist. Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken. »Was meinen Sie damit?« fragte ich zögernd. Herr Weber nahm einen tiefen Zug von seiner Pfeife und blies den Rauch in die kühle Luft. Die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten ist im Wald dünn. Es ist, als ob die Zeit selbst dort stillsteht. Dein Großvater, er war vielleicht noch nicht bereit zu gehen. Aber jetzt, wo du diese Grenze überschritten hast, denken sie, dass du ebenfalls dorthin gehörst. Sie wollen dich zu sich holen. Panik stieg in mir auf. Das ist unmöglich. Ich bin doch am Leben. Doch der alte Mann schüttelte nur traurig den Kopf. Das mag sein, aber das wissen sie nicht. Sie glauben, du gehörst zu ihnen. Und das ist das Gefährlichste. Denn jetzt werden sie nicht ruhen, bis sie dich haben. Die Worte des alten Mannes hallten noch lange in meinem Kopf wieder. Was bedeutete das? Sollte ich mich verstecken? Sollte ich fliehen? Aber wohin? Diese Geister. Konnten sie mich wirklich finden, egal wo ich war? Die Vorstellung war zu schrecklich, um sie zu ertragen. Ich bedankte mich hastig bei Herrn Weber und verließ das Dorf. Auf dem Heimweg war mein Blick immer wieder in den Rückspiegel gerichtet, sicher, dass ich verfolgt wurde. Doch da war nichts. Nur die leeren, verlassenen Straßen, die unter dem grauen Himmel noch trostloser wirkten. Trotzdem spürte ich die Präsenz von etwas Unsichtbarem, etwas, das mich nicht losließ. Als ich nach Hause kam, verschloss ich alle Türen und Fenster. Ich versuchte, mich zu beruhigen, aber die Worte des alten Mannes hatten sich in meinen Verstand gebrannt. Wenn diese Geister glaubten, ich wäre einer von ihnen, wie konnte ich ihnen entkommen? Mein Blick wanderte zu einem alten Foto, das auf dem Regal stand. Es zeigte meinen Großvater und mich, lächelnd in seinem Garten. Es war ein warmer, sonniger Tag gewesen, und ich erinnerte mich an sein Lachen. Doch jetzt schien dieses Bild fast wie ein Relikt aus einer anderen Welt. Eine Welt, die ich verloren hatte. Plötzlich klingelte das Telefon und ich fuhr erschrocken zusammen. »Hallo?« fragte ich zögernd. Die Leitung knackte und für einen Moment glaubte ich, eine leise, raue Stimme zu hören. »Bleib weg! Sie kommen!« flüsterte die Stimme. Mein Blut gefror in meinen Adern. »Wer ist da?« schrie ich ins Telefon. Doch die Leitung wurde unterbrochen
und das monotone Tuten erfüllte die Stille. Ich ließ das Telefon sinken und starrte auf die Wand vor mir. Das konnte nicht wahr sein. Das war ein Albtraum. Mein Herz raste und ich wusste, dass ich handeln musste. Aber was konnte ich tun? Plötzlich fiel mir eine Geschichte ein, die ich als Kind von meiner Großmutter gehört hatte. Eine Geschichte über einen alten Schutzzauber, der Geister abwehren sollte. Ich durchwühlte meine Sachen und fand schließlich das alte Buch, in dem der Zauber beschrieben war. Es war in altdeutscher Schrift verfasst, schwer verständlich und voller mystischer Symbole. Binde einen roten Faden um das Fenster, entzünde eine weiße Kerze und sprich die Worte der Verbannung, las ich leise vor. Es klang absurd, wie etwas aus einem Märchen, aber ich war verzweifelt. Ich tat, wie es im Buch stand, und als ich die Kerze entzündete, fühlte ich für einen Moment eine seltsame Ruhe. Die Flamme flackerte sanft, und die Dunkelheit schien zurückzuweichen. Doch dann ging die Kerze plötzlich aus, und ein kalter Wind fegte durch den Raum. Der Wind war so stark, dass die Fensterläden klapperten und die alten Möbel im Raum zitterten. Ich spürte die Kälte bis in die Knochen und mein Atem bildete kleine Wölkchen in der Luft. Ich umklammerte den roten Faden, den ich um das Fenster gewickelt hatte, und flüsterte die Worte des Schutzzaubers erneut, doch nichts geschah. Die Flammen der Kerze flackerten, als ob sie in einem unsichtbaren Sturm kämpften, und dann erlosch das Licht vollständig. Dunkelheit umhüllte den Raum, und ich hörte das Flüstern wieder. Diesmal war es lauter, eindringlicher, als ob die Stimmen direkt neben mir waren. Ich stolperte rückwärts, doch da war kein Entkommen. »Du gehörst zu uns«, flüsterten die Stimmen im Chor. Panik überkam mich, und ich lief zur Tür, um aus dem Haus zu fliehen. Doch als ich die Klinke herunterdrückte, spürte ich etwas Kaltes, Glattes. Es fühlte sich an wie eine Hand, eine eisige, unsichtbare Hand, die die Tür versperrte. »Nein«, schrie ich und riss an der Klinke. Aber die Tür blieb verschlossen. Die Dunkelheit schien mich zu umhüllen, die Luft wurde schwer und ich konnte kaum noch atmen. Ich drehte mich um, suchte nach einem Ausweg. Doch die Schatten schienen lebendig zu werden, sich zu bewegen, und ich spürte, wie sie sich langsam auf mich zubewegten. Eine tiefe Stimme, die ich noch nie zuvor gehört hatte, sprach leise. »Du bist zurückgekehrt. Jetzt ist es zu spät.« Mit aller Kraft drückte ich mich gegen die Tür, und plötzlich ließ der Druck nach. Ich stolperte nach draußen. Die kalte Nachtluft schlug mir ins Gesicht. Ohne nachzudenken, rannte ich die Treppen hinunter, hinaus in den Garten. Der Mond schien durch die Wolken, und die Schatten der Bäume bildeten unheimliche Muster auf dem Boden. Ich hielt inne, meine Brust hob und senkte sich heftig, und ich versuchte, meinen rasenden Puls zu beruhigen. Doch die Kälte ließ mich nicht los. Es war, als ob die Dunkelheit selbst an mir klebte. Plötzlich sah ich ihn wieder, meinen Großvater, der am Rande des Gartens stand. Er sah mich traurig an, seine Gestalt halb im Schatten verborgen. »Warum kommst du zurück?« fragte ich verzweifelt, und meine Stimme hallte in der Stille wieder. Er schüttelte nur den Kopf, als ob er die Antwort nicht wusste. »Sie haben dich schon längst gefunden. Es gibt kein Entkommen mehr.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Wovon redest du? Wer sind Sie?« Doch bevor ich eine Antwort erhielt, verschwand er. Ich stand allein im kalten Garten, und die Schatten schienen sich um mich zu schließen. Ein leises Flüstern wehte durch die Luft, und ich wusste, dass ich von hier verschwinden musste. Ich drehte mich um und rannte zurück zum Haus. Meine Gedanken überschlugen sich. Wenn mein Großvater recht hatte, was bedeutete das dann für mich? War ich wirklich in Gefahr? Ich stürmte zurück ins Haus, schloss die Tür hinter mir und suchte nach meinem Handy. Mit zitternden Händen wählte ich die Nummer von Herrn Weber, dem alten Mann aus dem Dorf, der mir von den Geistern erzählt hatte. Es klingelte nur einmal, bevor er abhob. »Du bist zu weit gegangen«, sagte er leise, und ich spürte, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildete. »Was soll ich tun?« fragte ich verzweifelt. »Wie kann ich das rückgängig machen?« Am anderen Ende der Leitung herrschte einen Moment lang Stille.
Du musst den Ort finden, an dem sie dich gesehen haben. Du musst das Grab öffnen und die Wahrheit herausfinden. Ich erstarrte. Das Grab öffnen? War er verrückt? Aber das ist illegal, stammelte ich. Doch er lachte nur trocken. Wenn du es nicht tust, wird es dein Ende sein. Ich zögerte. Das Grab öffnen. Es klang völlig absurd. Aber was, wenn er recht hatte? Was, wenn das die einzige Möglichkeit war, dieses Grauen zu beenden? Ich legte das Telefon auf und starrte aus dem Fenster. Die Nacht war still, doch ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich beobachtet wurde. Sie haben dich schon längst gefunden. Die Worte meines Großvaters hallten in meinem Kopf wieder. Vielleicht war es wirklich die einzige Möglichkeit. Langsam zog ich meine Jacke an und griff nach meiner Taschenlampe. Wenn ich die Wahrheit wissen wollte, musste ich handeln. Jetzt, bevor es zu spät war. Der Friedhof lag in völliger Dunkelheit, als ich dort ankam. Nur das fahle Mondlicht beleuchtete schwach die alten Grabsteine und die knorrigen Bäume, die wie düstere Gestalten im Wind wankten. Ich parkte mein Auto in sicherer Entfernung und schlich leise zum Tor. Der Friedhof war verschlossen, doch ich kletterte mühsam über das alte Gitter. Mein Herz raste bei jedem Geräusch. Als ich den Boden erreichte, blieb ich einen Moment lang stehen und lauschte. Die Stille war erdrückend, als ob die ganze Welt den Atem anhielt. Ich schaltete die Taschenlampe ein und ging langsam den Weg entlang, den ich an jenem Tag gegangen war. Mein Ziel war das alte Grab im hinteren Teil des Friedhofs, wo ich die erste Begegnung mit meinem Großvater gehabt hatte. Der Weg schien endlos zu sein, und das schwache Licht meiner Taschenlampe erhellte kaum den Boden vor mir. Die Schatten tanzten umher, und ich musste immer wieder tief durchatmen, um die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Als ich endlich das Grab erreichte, blieb ich stehen und schaute auf den verwitterten Grabstein. Die Inschrift war alt, fast unleserlich. Karl Schneider, geboren 1992, gestorben 1916. Ich erinnerte mich an das Gefühl, als ich den Namen zum ersten Mal gelesen hatte. Eine seltsame Mischung aus Angst und Verwirrung. Warum hatte mein Großvater mich hierher geführt? Und was verbarg dieses Grab? Ich kniete mich nieder und begann vorsichtig, den feuchten Boden um den Stein herum mit meinen Händen wegzuscharren. Der Boden war schwer und klumpig, und es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich etwas Hartes darunter spürte. Meine Finger zitterten, als ich die letzten Erdschichten entfernte und einen alten, verrosteten Metallschädel freilegte. Ein Totenkopf. Ich sprang erschrocken zurück, mein Herz raste, und für einen Moment glaubte ich, alles in mir würde zusammenbrechen. Doch dann sah ich es. In die Stirn des Schädels war etwas eingraviert. Ein Zeichen, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war ein Kreuz, umringt von alten Runen, die leise im Licht meiner Taschenlampe schimmerten. Ich wagte es nicht, näher heranzugehen, doch die Neugier war zu stark. Was bedeutete dieses Zeichen? Warum war es hier vergraben? Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, das Rascheln von Blättern, als ob sich jemand durch das Unterholz bewegte. Ich wirbelte herum, die Taschenlampe zitterte in meiner Hand. »Wer ist da?« rief ich. Doch nur das Echo meiner eigenen Stimme antwortete mir. Ich drehte mich wieder zum Grab um, doch der Schädel war verschwunden. Der Boden war unberührt, als ob ich nie daran gearbeitet hätte. Panik stieg in mir auf. War das alles nur eine Illusion gewesen? Oder hatte ich tatsächlich etwas geweckt, das nicht hätte geweckt werden sollen? In diesem Moment spürte ich es wieder. Die Kälte, die Dunkelheit, die sich um mich schloss. Ich war nicht allein hier. Irgendetwas oder irgendjemand beobachtete mich. Ich wollte weglaufen, wollte schreien, doch meine Beine weigerten sich zu gehorchen. Plötzlich fühlte ich eine Hand auf meiner Schulter. Eine kalte, harte Hand, die mich festhielt. Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nur die Dunkelheit um mich herum spüren, die dichter und dichter wurde. »Geh nicht«, flüsterte eine tiefe Stimme in meinem Ohr.
Mein Herz blieb stehen. Es war die Stimme meines Großvaters. Doch sie klang anders, verzerrt, als ob er aus einer anderen Welt zu mir sprach. »Was willst du von mir?« flüsterte ich, doch die Stimme antwortete nicht. Stattdessen spürte ich, wie die Kälte langsam in meinen Körper kroch, meine Gedanken benebelte und mich in einen Zustand völliger Hilflosigkeit versetzte. Ich schloss die Augen, versuchte mich zu konzentrieren, doch die Dunkelheit war überall. Plötzlich sah ich Bilder vor mir, Szenen aus einer Zeit, die ich nicht kannte. Männer in alten Uniformen, die durch den Wald marschierten. Schreie, Blut und dann das alte Grab, das im Mondlicht glänzte. Eine Hand, die den Schädel vergrub. Eine Hand, die mit Runen und Symbolen bemalt war. Der Fluch, flüsterte die Stimme meines Großvaters, und ich verstand. Der Schädel war verflucht. Er war die Ursache für all das. Doch was konnte ich tun? Verlasse diesen Ort und zerstöre den Schädel, flüsterte mein Großvater. Sonst wird es nie enden, für keinen von uns. Ich schlug die Augen auf und sah, dass der Schädel wieder da war. Mit zitternden Händen griff ich danach, doch als meine Finger den kalten Knochen berührten, durchzuckte mich ein Schmerz, der mich beinahe ohnmächtig werden ließ. Bilder blitzten vor meinem inneren Auge auf. Flammen, Dunkelheit und ein endloses Schreien, das mich zu verschlingen drohte. Ich ließ den Schädel los und stolperte zurück. »Nein!« schrie ich, doch es war zu spät. Die Dunkelheit um mich herum pulsierte und ich konnte spüren, wie die Schatten sich auf mich zubewegten. »Du hast versagt«, flüsterte die Stimme meines Großvaters. »Jetzt sind sie frei.« Die Schatten begannen, sich um mich zu wickeln, als ob sie mich ersticken wollten. Panik stieg in mir auf und ich wusste, dass ich nur eine einzige Chance hatte. Mit einem letzten, verzweifelten Kraftakt riss ich den Schädel aus dem Boden und warf ihn mit aller Kraft gegen den alten Grabstein. Ein ohrenbetäubendes Krachen ertönte und der Schädel zerbarst in 1000 Stücke. Für einen Moment schien die Dunkelheit zu erzittern und die Schatten wichen zurück. Die Luft wurde klarer und die Kälte ließ nach. Doch dann spürte ich es. Etwas war freigesetzt worden. Etwas, das ich nicht aufhalten konnte. Die Dunkelheit begann, sich wieder zu bewegen. Die Schatten formten sich zu Gestalten, blass, durchscheinend, mit leeren Augen, die mich anstarrten. »Du hast das Siegel gebrochen«, flüsterte eine der Gestalten. »Jetzt gibt es kein Zurück mehr.« Ich wich zurück, wollte fliehen, doch meine Beine waren wie festgefroren. Die Gestalten kamen näher und ich spürte, wie die Kälte erneut in mich kroch. »Nein«, schrie ich, doch es war, als ob meine Stimme im Nichts verhallte. »Lass mich in Ruhe.« Doch die Gestalten bewegten sich weiter, bis sie mich umringten. Die Kälte war so stark, dass ich das Gefühl hatte, in einem Eisblock gefangen zu sein. Und dann sah ich ihn wieder. Meinen Großvater, der abseits stand und mich ansah. »Du hättest nie hierher kommen sollen«, sagte er leise. »Aber jetzt ist es zu spät. Der Fluch ist frei. Sie werden nicht ruhen, bis sie dich haben.« Ich spürte, wie mir Tränen die Wangen hinunterliefen. »Warum? Warum hast du mir das nicht früher gesagt?« flüsterte ich verzweifelt. Doch er schüttelte nur traurig den Kopf. »Es gibt Dinge, die nicht für dich bestimmt waren. Jetzt wirst du einer von ihnen.« Die Dunkelheit um mich herum begann sich zu verdichten und die Gestalten traten noch näher. »Opa, bitte, hilf mir«, flehte ich. Doch er schüttelte nur erneut den Kopf. »Es tut mir leid.« Und mit diesen Worten drehte er sich um und verschwand im Nebel. Die Gestalten um mich herum flüsterten leise und ich spürte, wie mir die Luft zum Atmen ausging. Die Kälte wurde unerträglich und ich wusste, dass ich es nicht überleben würde. Doch dann, plötzlich, spürte ich etwas Warmes. Ein Lichtschein erhellte die Dunkelheit und die Gestalten wichen zurück. »Wer bist du?« flüsterte eine Stimme aus den Schatten und ich wandte den Blick. Dort, am Rande der Lichtung, stand Herr Weber.
In seiner Hand hielt er eine alte Laterne, deren Licht die Dunkelheit durchbrach. »Lauf!« rief er, und ohne nachzudenken, setzte ich mich in Bewegung. Die Gestalten schrien, als ich an ihnen vorbeirannte, doch sie wagten es nicht, näher an das Licht zu kommen. Ich rannte so schnell ich konnte, durch den Wald, die Laterne von Herrn Weber in der Hand. Der Wald schien endlos, und die Schatten verfolgten mich, doch das Licht hielt sie in Schach. Schließlich erreichte ich die Hauptstraße und stürzte auf den Asphalt. Ich drehte mich um, sah, wie die Gestalten am Rand des Waldes zögerten, dann langsam zurückwichen. Die Dunkelheit lichtete sich, und ich spürte, wie die Kälte allmählich verschwand. Ich hatte es geschafft. Ich war frei. Herr Weber stand neben mir, seine Augen waren fest auf den Wald gerichtet. »Das war knapp«, murmelte er und reichte mir die Laterne. »Nimm das. Es wird sie fernhalten.« Ich nickte stumm und nahm das Licht entgegen. Meine Hände zitterten immer noch, doch ich spürte, wie eine seltsame Wärme von der Laterne ausging. »Was war das?« fragte ich leise. »Was wollten Sie von mir?« Herr Weber seufzte und schüttelte den Kopf. »Es sind alte Geister, gefangen zwischen den Welten. Du hast sie geweckt, als du in den Wald gegangen bist. Aber jetzt sind sie frei. Sie werden nicht ruhen, bis sie finden, was sie suchen.« Ich blickte auf den Wald, der im Morgenlicht friedlich und unschuldig wirkte. Nichts deutete auf die Dunkelheit hin, die ich dort erlebt hatte. »Und was suchen Sie?« fragte ich zögernd. Herr Weber sah mich lange an, dann sagte er leise: »Sie suchen jemanden, der sie zurückbringt. Jemanden, der den Fluch wieder bindet. Und bis dahin werden sie jeden jagen, der ihnen zu nahe kommt.« Ich fröstelte und ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Was, wenn sie nie aufhörten zu suchen? Was, wenn ich derjenige war, der den Fluch binden musste? Ich blickte auf die Laterne in meiner Hand und eine schreckliche Erkenntnis dämmerte mir. Das hier war noch lange nicht vorbei. Es hatte gerade erst begonnen. Es war eine stürmische Herbstnacht, als ich das erste Mal von der Legende des Grabhüters hörte. Der alte, fast vergessene Friedhof am Rande unserer kleinen Stadt war stets ein Ort des Schreckens gewesen. Die Dorfbewohner mieden ihn, und nur wenige wagten es, sich auch nur in seine Nähe zu begeben. Geschichten über unheimliche Erscheinungen und seltsame Geräusche kursierten seit Generationen. Doch niemand hatte je wirklich herausgefunden, was dort vor sich ging. Ich war jedoch anders. Als Journalist für eine kleine Lokalzeitung suchte ich nach außergewöhnlichen Geschichten, die die Leser fesseln würden. Also beschloss ich, mich dem Geheimnis des Friedhofs zu stellen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am Nachmittag packte ich meine Kamera, einen Notizblock und eine Taschenlampe ein und machte mich auf den Weg zum Friedhof. Die Wolken über mir waren schwer und dunkel, und ein schneidender Wind fegte durch die leeren Straßen der Stadt. Als ich schließlich das eiserne Tor des Friedhofs erreichte, blieb ich stehen und betrachtete die verrosteten Gitterstäbe. Ein altes Schild, das von der Zeit verwittert und kaum noch lesbar war, hing schief an einem der Pfosten. »Betreten verboten« stand darauf, in verblassten Buchstaben. Doch ich ignorierte die Warnung. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend schob ich das knarrende Tor auf und trat ein. Der Friedhof lag in völliger Stille da. Die Bäume, die das Gelände säumten, wirkten wie düstere Wachen, die jede Bewegung beobachteten. Die Gräber, viele von ihnen Jahrhunderte alt, waren von Moos und Unkraut überwuchert. Einige Grabsteine waren umgekippt, andere standen schief im Boden, als ob sie jeden Moment umfallen würden. Ich ging langsam den Hauptweg entlang. Meine Schritte hallten auf dem feuchten Kies wider. Es war seltsam. Obwohl ich wusste, dass ich allein war, hatte ich das unbestimmte Gefühl, beobachtet zu werden. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich schaute mich um. Nichts. Kein Zeichen von Leben. Kein Geräusch außer dem leisen Rascheln der Blätter. Ich erreichte die Mitte des Friedhofs,
wo eine alte, verlassene Kapelle stand. Die Türen waren mit dicken Ketten verschlossen und die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Doch hinter den Ritzen der Bretter schimmerte ein schwaches, unheimliches Licht. Mein Herz begann schneller zu schlagen. War dort jemand? Vorsichtig trat ich näher, und als ich durch eine kleine Lücke im Holz spähte, sah ich eine Gestalt. Es war ein Mann, gekleidet in dunkle, altmodische Kleidung. Er stand mit dem Rücken zu mir, und das Licht, das aus einer alten Laterne in seiner Hand strahlte, warf lange, verzerrte Schatten auf die Wände der Kapelle. Wer war dieser Mann? Und was tat er hier, in dieser verfallenen, verlassenen Kapelle? Ohne weiter nachzudenken, schlich ich zur Rückseite der Kapelle, in der Hoffnung, einen besseren Blick auf den Mann werfen zu können. Doch als ich um die Ecke bog, war er verschwunden. Das Licht war erloschen, und die Kapelle lag wieder in Dunkelheit. Ich stand da, mein Herz hämmerte, und ich fragte mich, ob ich mir alles nur eingebildet hatte. Vielleicht war es das flackernde Licht des Mondes gewesen, das durch die Wolken brach. Doch bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, hörte ich plötzlich Schritte hinter mir. Langsame, schwere Schritte, die über den Kies scharten. Ich drehte mich hastig um, doch da war niemand. Die Luft war kalt, und ein merkwürdiger Geruch von feuchter Erde und Verfall lag in der Luft. »Wer ist da?« rief ich in die Dunkelheit, doch nur das Echo meiner eigenen Stimme antwortete mir. Die Schritte verstummten, und eine unheimliche Stille breitete sich aus. Ich spürte, wie mein Herzschlag schneller wurde, und meine Hand griff unwillkürlich nach der Taschenlampe in meiner Jackentasche. Langsam schaltete ich das Licht ein und ließ den Strahl über die alten Grabsteine und Büsche wandern. Der Friedhof war leer. Kein Zeichen von Bewegung, keine Spur von dem Mann oder den Schritten. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, war stärker denn je. Ich wollte gerade gehen, als ich es sah. Eine dunkle Gestalt, die in der Ferne zwischen den Gräbern umherwanderte. Ihr Gang war schwerfällig, fast schleppend, und sie schien direkt auf mich zuzuhalten. Ich blieb wie erstarrt stehen und versuchte, mich zu beruhigen. Doch die Gestalt kam immer näher, und ich konnte spüren, wie mir der Atem stockte. »Hallo!« rief ich zögernd, doch die Gestalt hielt nicht inne. Sie schritt weiter auf mich zu, und als sie näher kam, erkannte ich ein Gesicht. Es war blass, fast leichenhaft, und die Augen wirkten leer und ausdruckslos. »Was willst du?« flüsterte ich, doch der Mann antwortete nicht. Stattdessen blieb er plötzlich stehen, nur noch ein paar Meter von mir entfernt. Sein Blick bohrte sich in mich, und ich fühlte, wie eine unbeschreibliche Kälte von ihm ausging. Dann hob er langsam den Arm und zeigte auf etwas hinter mir. Mit zitternden Händen drehte ich mich um, die Taschenlampe fest in der Hand, doch da war nichts. Nur die dunklen, verlassenen Gräber. Ich wollte mich wieder umdrehen, doch die Gestalt war verschwunden. Die Kälte, die mich umgeben hatte, ließ allmählich nach, und ich atmete tief durch. Was hatte ich da gerade gesehen? War das der Grabhüter? Die Legenden besagten, dass er der Wächter der Toten war, verflucht, die Seelen derer zu beschützen, die hier begraben lagen. Doch warum hatte er mir nichts getan? Warum war er einfach verschwunden? Verwirrt ging ich zurück zur Kapelle und setzte mich auf eine alte Steinbank. Meine Gedanken rasten, und ich versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren. Plötzlich bemerkte ich etwas auf dem Boden. Ein altes, ledergebundenes Buch, das halb unter der Steinbank hervorschaute. Ich hob es vorsichtig auf und blätterte durch die vergilbten Seiten. Es war ein Tagebuch, doch die Einträge waren alt, sehr alt. Der erste Eintrag stammte aus dem Jahr 1912 und erzählte von einem Mann namens Johannes Köhler, dem damaligen Friedhofswärter. Er beschrieb, wie er von seltsamen Geräuschen und Erscheinungen auf dem Friedhof berichtet hatte. »Ich habe sie gesehen«, stand auf einer der Seiten. »Die Seelen, die keine Ruhe finden. Sie wandern in der Dunkelheit umher, gefangen zwischen den Welten. Der Grabhüter, er ist ihr Wächter,
Doch er kann sie nicht immer kontrollieren. Meine Hände zitterten, als ich weiterblätterte. Die Einträge wurden zunehmend wirrer und beunruhigender. Johannes schrieb von Stimmen, die ihn in den Wahnsinn trieben, von Gestalten, die nachts in die Kapelle kamen, um ihm zuzuflüstern. »Sie wollen mich holen«, stand auf der letzten Seite. »Aber ich werde nicht gehen. Ich werde sie hier behalten. Für immer.« Ich ließ das Buch fallen. Mein Herz pochte wild. Wer war dieser Johannes Köhler? Und hatte er tatsächlich einen Weg gefunden, die Geister auf dem Friedhof einzusperren? Die Legende vom Grabhüter schien plötzlich mehr als nur eine alte Dorfgeschichte zu sein. Doch wenn Johannes sie hier eingesperrt hatte, warum waren sie jetzt frei? Ich starrte auf das Tagebuch, das offen auf dem feuchten Boden lag. Die letzte Seite war mit einem roten, fast bräunlichen Fleck verschmiert. Blut? Oder nur alter Rost? Eine kalte Hand schien meinen Nacken zu umklammern, während ich versuchte, die Worte zu verarbeiten. Johannes Köhler, der Friedhofswärter, war offensichtlich nicht nur ein einfacher Hüter der Gräber gewesen. Er hatte diese Seelen hier festgehalten. Doch wie? Und warum? Meine Gedanken überschlugen sich, als ich plötzlich ein leises Flüstern hörte. Ich schaute auf, doch niemand war zu sehen. Nur das Echo des Windes, das durch die Bäume zog, und das sanfte Rascheln der Blätter. Mit klopfendem Herzen hob ich das Tagebuch auf und beschloss, mehr über diesen Johannes Köhler herauszufinden. Es musste irgendwo in der Stadt Aufzeichnungen über ihn geben. Ich nahm das Buch und machte mich auf den Weg zurück zum Ausgang des Friedhofs. Das Gefühl der Beklemmung wollte einfach nicht nachlassen. Doch als ich das Tor erreichte, spürte ich plötzlich eine unsichtbare Kraft, die mich zurückhielt. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich drehte mich um, und für einen Moment schien es, als würde der gesamte Friedhof im dunklen Licht des Mondes aufleuchten. Die Gräber wirkten lebendig, als ob etwas unter der Erde unruhig wurde. »Du kannst nicht gehen.« Die Worte hallten in meinem Kopf wieder, doch ich wusste, dass ich sie nicht laut gehört hatte. Meine Beine wollten mich nicht mehr tragen, und ich fühlte, wie die Dunkelheit mich umhüllte. »Wer bist du?« stammelte ich, doch keine Antwort kam. Stattdessen sah ich, wie sich die Umrisse einer Gestalt aus dem Nebel vor mir formten. Es war dieselbe Gestalt, die ich zuvor gesehen hatte, der Grabhüter. Doch diesmal war sein Gesicht deutlicher zu erkennen. Die Augen waren schwarz, leer, und doch schien in ihnen eine tiefe Trauer zu liegen. Seine Lippen bewegten sich, aber keine Worte kamen heraus. Ich wusste, dass ich nicht entkommen konnte. Er wollte etwas von mir. Langsam hob er die Hand und zeigte auf das Tagebuch in meiner Hand. »Das ist der Schlüssel«, flüsterte er, und seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Öffne das Grab. Lass sie frei.« Die Worte machten keinen Sinn, doch in dem Moment fühlte ich mich wie in Trance. Meine Finger schlossen sich fester um das Buch und ich spürte, wie mich ein seltsamer Drang ergriff. Ich musste zurückgehen. Ich musste herausfinden, was dieses Tagebuch verbarg. Ohne weiter nachzudenken, drehte ich mich um und ging wieder in die Mitte des Friedhofs, wo die alten Gräber standen. Jeder Schritt schien schwerer zu werden, als ob die Erde selbst mich zurückhalten wollte. Als ich schließlich die Stelle erreichte, an der ich das erste Mal die Gestalt gesehen hatte, blieb ich stehen. Das Tagebuch schien in meiner Hand zu brennen und die Seiten schienen sich von selbst zu bewegen. »Das Grab«, murmelte ich leise. Doch welches Grab? Ich ließ den Lichtkegel meiner Taschenlampe über die alten, überwucherten Steine wandern. Die meisten Namen waren unleserlich, von der Zeit und den Elementen verwischt. Aber einer der Steine stach hervor. Er war größer als die anderen und trug die Inschrift: »Hier ruht Johannes Köhler, 1854 bis 1916. Möge er in Frieden ruhen.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. Das war es also. Das Grab des Hüters. Ich kniete mich hin und legte das Tagebuch auf den Boden. »Was soll ich tun?« fragte ich leise. Doch nur die Stille antwortete mir. Plötzlich flackerten die Seiten des Buches
und eine alte, vergilbte Karte kam zum Vorschein. Es war eine Karte des Friedhofs, gezeichnet in groben Strichen, und in der Mitte war ein Kreis eingezeichnet. Das Zentrum, murmelte ich. Doch bevor ich den Gedanken zu Ende führen konnte, hörte ich wieder das Flüstern. Öffne das Grab, lass uns frei. Die Worte kamen von überall her, und ich spürte, wie mir die Luft wegblieb. Ich musste es tun. Ich musste das Grab öffnen. Mit zitternden Händen begann ich, die feuchte Erde um den Grabstein herum zu lockern. Der Boden war hart und widerspenstig, als ob er mich davon abhalten wollte, weiterzugraben. Doch ich gab nicht auf. Zentimeter um Zentimeter scharrte ich die Erde weg, bis ich schließlich auf etwas Hartes stieß. Ein altes, verrostetes Schloss kam zum Vorschein, das mit einer dicken Kette um den Grabstein geschlungen war. Mein Verstand kämpfte darum, die Situation zu verstehen. Warum war dieses Grab versiegelt worden? Und was befand sich darunter? Ich nahm einen schweren Stein und schlug auf das Schloss ein. Es brauchte mehrere Versuche, doch schließlich brach das Metall unter meinem Schlag auf und die Kette fiel klirrend zu Boden. Die Erde darunter begann leicht zu vibrieren und ein dumpfes Grollen ertönte aus der Tiefe. Ich trat einen Schritt zurück, mein Herz raste. »Was habe ich getan?« flüsterte ich entsetzt. Plötzlich begannen die Grabsteine um mich herum zu zittern, und ich hörte das Knarren und Ächzen der alten Gräber. Die Erde öffnete sich, und dunkle, schattenhafte Gestalten begannen, aus den Ritzen hervorzukriechen. Ihre Augen waren leer, ihre Gesichter verzerrt, und ihre Hände griffen gierig nach dem, was sie umgab. »Du hast uns befreit«, flüsterte eine Stimme, die direkt aus der Erde zu kommen schien. »Jetzt wirst du mit uns gehen.« Panik stieg in mir auf, und ich wich zurück, stolperte über den umgekippten Grabstein und fiel zu Boden. Die Gestalten um mich herum kamen näher, ihre Schatten legten sich wie ein Schleier über mich. Ich konnte nicht atmen, konnte mich nicht bewegen. »Hilfe!« schrie ich verzweifelt. Doch mein Schrei hallte ungehört durch die Nacht. Die Dunkelheit schien mich zu verschlingen, und ich spürte, wie eine unbeschreibliche Kälte meinen Körper ergriff. Dann sah ich ihn wieder, den Grabhüter. Er stand abseits, beobachtete mich, seine Augen glänzten im schwachen Licht des Mondes. »Warum tust du das?« flüsterte ich. Doch er antwortete nicht. Stattdessen drehte er sich um und begann langsam fortzugehen. »Nein, warte!« schrie ich, und mit aller Kraft riss ich mich von den Schatten los, die mich festhielten. Ich sprang auf und rannte ihm nach. Meine Schritte hallten auf dem kalten, feuchten Boden wieder. Der Grabhüter bewegte sich langsam, doch ich konnte ihn nicht einholen. Es war, als ob der Abstand zwischen uns gleich blieb, egal wie schnell ich rannte. Er führte mich zu einem großen, alten Mausoleum am Rande des Friedhofs. Die Türen waren offen und eine unheimliche Dunkelheit lag dahinter. »Was ist hier?« fragte ich keuchend, als ich ihn endlich erreichte. Doch er blieb stehen, drehte sich zu mir um und sagte leise: »Dein Ende und unser Anfang.« Ich starrte ihn an, unfähig, seine Worte zu begreifen. »Unser Anfang?« wiederholte ich. Doch bevor ich etwas sagen konnte, schob er mich sanft, aber bestimmt in die Dunkelheit des Mausoleums. Die Luft war kalt und feucht, und der Geruch von Moder und Verfall hing schwer in meinen Lungen. Die Dunkelheit war so dicht, dass ich kaum meine Hand vor Augen sehen konnte. Plötzlich hörte ich ein leises Rascheln, gefolgt von einem dumpfen Grollen. »Was?« begann ich. Doch bevor ich weitersprechen konnte, schloss sich die Tür des Mausoleums mit einem ohrenbetäubenden Knall hinter mir. Ich war gefangen. Ich tastete im Dunkeln umher, versuchte die Wände zu finden, doch alles, was ich spürte, war kalter, glatter Stein. »Lass mich raus!« schrie ich, doch nur das Echo antwortete mir. Dann hörte ich es wieder, das Flüstern, das von allen Seiten zu kommen schien. »Du hast uns befreit, jetzt gehörst du uns.« Die Stimmen waren überall, und ich spürte, wie mir die Luft wegblieb. Die Dunkelheit schien lebendig zu werden, formte sich um mich herum, als ob sie mich in sich aufnehmen wollte. Panik überkam mich, und ich tastete verzweifelt nach einem Ausgang,
doch da war nichts. Die Dunkelheit umschloss mich immer enger, bis ich glaubte, ersticken zu müssen. Und dann, plötzlich, brach ein schwaches Licht durch die Dunkelheit. Es war die Laterne des Grabhüters. Er stand am Ende des Raumes, seine Gestalt war von einem unheimlichen Schein umgeben. »Du hast den Fehler gemacht, das Siegel zu brechen«, sagte er leise. »Aber du kannst es wieder schließen.« Ich starrte ihn an. Mein Kopf drehte sich. »Was meinst du?«, flüsterte ich. »Wie soll ich das tun?« Er trat näher, seine Augen waren fest auf mich gerichtet. »Finde den wahren Hüter. Nur er kann das Gleichgewicht wiederherstellen.« Die Worte ergaben keinen Sinn, doch ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. »Wo finde ich ihn?«, fragte ich verzweifelt. Der Grabhüter hob langsam die Hand und zeigte auf das Tagebuch in meiner Jackentasche. »Er ist der Schlüssel. Finde heraus, was er getan hat, und mach es rückgängig. Nur so wirst du frei sein.« Dann drehte er sich um und verschwand in der Dunkelheit. Sein Licht erlosch, und ich war wieder allein. Die Schatten um mich herum wichen langsam zurück, und ich konnte wieder atmen. Doch die Angst blieb. Was hatte ich getan? Und wie konnte ich es wieder gut machen? Mit zitternden Händen zog ich das Tagebuch hervor und blätterte hektisch durch die Seiten. Irgendwo hier musste eine Antwort sein. Eine Antwort, die mir das Leben retten konnte. Ich las die Einträge immer und immer wieder, bis ich schließlich auf einen Absatz stieß, der mir Gänsehaut verursachte. Das Gleichgewicht halten, den Fluch binden, nur ein Blutopfer kann das Siegel erneuern. Blutopfer? Ich schluckte schwer. Meinte er mich? Die Worte waren verschwommen, als ob sie sich auf der Seite bewegten, und ich fühlte, wie mir schwindelig wurde. Plötzlich hörte ich das Geräusch von Schritten hinter mir. Ich drehte mich um und sah eine weitere Gestalt im Raum stehen. Eine Frau, gekleidet in alte, zerfetzte Kleidung. Ihr Gesicht war halb verborgen, doch ihre Augen strahlten einen unbeschreiblichen Schmerz aus. »Du musst es tun«, flüsterte sie. Ihre Stimme war weich, fast flehend. »Nur so wirst du frei.« Ich wich zurück, meine Hände zitterten. »Aber ich kann das nicht«, stammelte ich. Die Frau trat näher, und ich konnte die Traurigkeit in ihrem Blick sehen. »Es gibt keinen anderen Weg. Du hast das Tor geöffnet. Jetzt musst du es schließen.« Ihre Hand griff nach meiner, und ich spürte die Kälte ihrer Berührung. »Wer bist du?«, flüsterte ich. Doch sie schüttelte nur den Kopf. »Ich bin eine von ihnen. Und bald wirst auch du es sein, wenn du das Siegel nicht erneuerst.« »Was bedeutet das?«, fragte ich verzweifelt. Doch die Gestalt der Frau blieb stumm. Sie legte eine Hand auf das Tagebuch in meiner Hand, und ich spürte, wie eine seltsame Energie von ihr ausging. Plötzlich begannen die Seiten des Buches sich von selbst zu blättern. Meine Finger glitten über die vergilbten Blätter, bis sie schließlich auf einem bestimmten Eintrag innehielten. Die Worte auf der Seite leuchteten schwach im Dunkeln auf, und ich beugte mich näher, um sie lesen zu können. Im Zentrum des Friedhofs, unter dem höchsten Grabstein, liegt der Schlüssel. Bringe das Blutopfer dar, und das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Das konnte nicht wahr sein. Sollte ich wirklich mich selbst opfern? »Ich kann das nicht«, flüsterte ich, den Tränen nahe. Doch die Frau trat näher, und ich konnte das Flackern von Hoffnung in ihren Augen sehen. »Es muss nicht dein Blut sein«, sagte sie leise. »Aber jemand muss das Opfer bringen. Jemand, der bereit ist, die Last der Seelen zu tragen.« Meine Gedanken überschlugen sich. Es gab keine Möglichkeit, das zu tun. Ich war allein hier. Niemand außer mir war auf dem Friedhof. Oder war da noch jemand? Plötzlich fiel mir der alte Friedhofswärter ein, Herr Schmidt, der manchmal in der Nähe der alten Kapelle gesehen wurde. Könnte er... Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich konnte nicht einfach jemand anderen opfern. Das war Wahnsinn. Aber was war die Alternative? Gibt es keinen anderen Weg? Flehte ich die Frau an. Doch sie schüttelte nur traurig den Kopf.
Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden, sonst... Ihre Stimme brach ab und ihre Gestalt begann zu flimmern, als ob sie sich auflösen würde. »Bitte, beeil dich! Sie kommen!« Mit diesen Worten verschwand sie im Nichts, und ich war wieder allein im kalten, dunklen Mausoleum. Mein Blick wanderte zur Tür, die sich langsam wieder öffnete, als ob eine unsichtbare Hand sie aufgestoßen hätte. Ich wusste, dass ich handeln musste, bevor die Geister zurückkehrten. Mit zitternden Händen steckte ich das Tagebuch ein und trat nach draußen in die kühle Nacht. Der Friedhof lag in unheimlicher Stille da. Die Schatten der Bäume schienen sich zu bewegen, und das Flüstern der Geister war wieder zu hören. Ich hielt die Taschenlampe fest in der Hand und ging vorsichtig den Kiesweg entlang, zurück zur Mitte des Friedhofs. Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich den höchsten Grabstein erreichte, einen massiven, verwitterten Monolithen, der weit in den Himmel ragte. Der Stein schien im Mondlicht zu leuchten, und ich konnte die Runen darauf erkennen, die in die Oberfläche gemeißelt waren. »Das Zentrum«, murmelte ich und griff nach dem Tagebuch. Die letzte Seite beschrieb das Ritual, das durchgeführt werden musste, um den Fluch zu binden. Meine Hände zitterten, als ich die Taschenlampe auf den Boden legte und den Grabstein mit beiden Händen umfasste. Ich schob mit aller Kraft, und plötzlich hörte ich ein leises Klicken. Der Stein verschob sich, und ein alter, verrosteter Deckel kam zum Vorschein. Darunter lag eine Vertiefung, gefüllt mit seltsamen Symbolen und einem Kreis aus Knochenfragmenten. »Blutopfer«, murmelte ich und schluckte schwer. Sollte ich wirklich? Bevor ich den Gedanken zu Ende führen konnte, hörte ich ein Geräusch hinter mir. Ich fuhr herum und sah den alten Friedhofswärter. Herr Schmidt stand am Rand des Weges. Seine Augen wirkten glasig, als ob er in einer anderen Welt wäre. »Was? Was tun Sie hier?« stotterte ich. Er antwortete nicht, sondern kam langsam näher. Sein Gang war steif, und seine Schritte schienen die Luft zu durchdringen. »Herr Schmidt?« rief ich zögernd, doch er blieb stumm. Dann, plötzlich, blieb er stehen und hob die Hand. »Du musst es beenden«, sagte er leise, und seine Stimme klang seltsam verzerrt. »Du bist der Schlüssel, aber ich bin das Opfer.« Mit diesen Worten zog er ein altes, silbernes Messer aus seiner Tasche und hielt es mir entgegen. »Nimm es«, flüsterte er. »Beende, was begonnen wurde.« Ich starrte ihn entsetzt an, unfähig, mich zu rühren. »Das kann ich nicht. Stammelte ich. Doch er schüttelte den Kopf. »Es muss jemand sein, der bereit ist. Jemand, der die Seelen an diesen Ort bindet. Und ich habe nichts mehr zu verlieren.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Nein, Herr Schmidt, das ist Wahnsinn«, schrie ich. Doch er trat näher und legte das Messer in meine Hand. »Es ist der einzige Weg«, sagte er leise. »Du kannst gehen, aber wenn du gehst, werden sie nie wieder Ruhe finden. Und du wirst für immer von ihnen verfolgt werden.« Die Schwere seiner Worte traf mich wie ein Schlag. Was sollte ich tun? Ihn opfern, um den Fluch zu binden? Oder fliehen und mein eigenes Leben retten, während die Seelen des Friedhofs mich für immer jagten? Ich zitterte am ganzen Körper. Mein Blick wanderte zwischen dem Messer und Herrn Schmidt hin und her. »Bitte, mach es schnell«, flüsterte Herr Schmidt, und in seinen Augen lag eine seltsame Mischung aus Angst und Erleichterung. »Ich bin bereit.« Tränen brannten in meinen Augen, und ich spürte, wie mein ganzer Körper von Panik und Verzweiflung durchflutet wurde. »Es tut mir leid«, flüsterte ich. Dann, mit einem letzten, verzweifelten Atemzug, hob ich das Messer und stieß es in seinen Körper. Die Zeit schien stillzustehen, als er keuchend zu Boden sank. Seine Augen weiteten sich, und ein letztes, leises »Danke« entwich seinen Lippen, bevor er in sich zusammensackte. Ich starrte auf das Blut, das langsam aus der Wunde sickerte, und ein Gefühl unendlicher Leere ergriff mich. 35. Mit zitternden Händen hob ich das Messer
und ließ das Blut in die Vertiefung unter dem Grabstein tropfen. Ein leises Summen erfüllte die Luft, und die Symbole begannen zu leuchten. Die Knochenfragmente bewegten sich, formten einen Kreis um Herrn Schmidts Körper, und ein grelles Licht brach aus dem Zentrum hervor. Die Luft um mich herum wurde heiß, und ich spürte, wie eine unsichtbare Kraft mich zurückdrängte. Plötzlich schien die Dunkelheit zu zerreißen, und die Geister, die den Friedhof umgaben, begannen zu schreien. Ihre Schreie hallten durch die Nacht, und ich fühlte, wie die Welt um mich herum zu beben begann. »Es ist fast vorbei«, flüsterte ich. Doch meine Stimme ging in den Schreien unter. Dann, mit einem letzten Aufschrei, verschwanden die Geister. Die Schatten lösten sich auf, und die Dunkelheit wich dem fahlen Licht des Mondes. Alles war still. Ich stand keuchend da, die Hände blutverschmiert, und sah auf den leblosen Körper von Herrn Schmidt hinab. Was hatte ich getan? Ich hatte einen Menschen geopfert, um einen Fluch zu brechen, den ich selbst entfesselt hatte. Die Realität dieser Erkenntnis traf mich mit voller Wucht, und ich fiel auf die Knie. Tränen liefen mir über die Wangen, und ich spürte, wie mir die Luft zum Atmen wegblieb. Es ist vorbei«, flüsterte ich, doch die Worte klangen leer. Langsam stand ich auf und sah mich um. Der Friedhof lag friedlich da, als ob nichts geschehen wäre. Die Gräber wirkten still und unberührt, und die Bäume rauschten leise im Wind. Ich wusste, dass die Geister fort waren. Doch der Preis, den ich bezahlt hatte, war zu hoch. Mit schweren Schritten ging ich zurück zum Tor und blieb einen Moment stehen. »Du hast es geschafft«, flüsterte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah die Gestalt der Frau, die mich gewarnt hatte. Sie sah mich an, ihre Augen voller Traurigkeit. »Aber der Fluch ist nicht gebrochen. Er wird niemals enden.« »Was meinst du?«, fragte ich zitternd. Ich habe getan, was du gesagt hast.« Doch die Frau schüttelte nur den Kopf. Der Grabhüter. Er war nur ein Teil des Fluchs. Es gibt noch viele mehr, die gefangen sind. Und sie werden dich jagen, bis sie alle frei sind. Die Worte trafen mich wie ein Schlag. »Nein, das kann nicht sein«, stammelte ich. Doch die Frau begann sich aufzulösen, und ihre Gestalt verschwand langsam im Nebel. »Du wirst es verstehen. Bald«, flüsterte sie, bevor sie endgültig verschwand. Ich blieb allein zurück, umgeben von Stille und Dunkelheit. Der Fluch war nicht gebrochen. Er hatte gerade erst begonnen. Ich wusste, dass ich diesen Ort nie wieder betreten konnte. Doch tief in mir war ein Wissen erwacht. Ein Wissen um die Geheimnisse des Friedhofs und die Seelen, die dort gefangen waren. Herr Schmidt hatte sich geopfert, doch sein Tod war nicht das Ende. Die Geister würden zurückkehren. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber eines Tages würden sie mich finden. Und dann würde ich zahlen müssen. Mit zitternden Händen schloss ich das Tor des Friedhofs hinter mir und ging langsam die verlassene Straße entlang. Das Flüstern in meinem Kopf wollte einfach nicht verstummen. »Du hast uns nicht befreit«, hörte ich die Geister rufen. Als ich schließlich mein Auto erreichte, blieb ich einen Moment lang stehen und starrte in die Dunkelheit des Waldes. Etwas bewegte sich dort. Eine Gestalt, die mich beobachtete. War es der Grabhüter oder jemand anderes? Ich wusste es nicht. Ich stieg ins Auto und fuhr los. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, verließ mich nicht. Der Friedhof lag bald hinter mir, doch die Erinnerungen daran würden mich für immer verfolgen. Die Geister würden nicht ruhen, bis sie frei waren. Und ich war nun ein Teil dieses Fluchs. Ein Teil einer Geschichte, die niemals enden würde. Während ich in die Dunkelheit fuhr, wusste ich nur eines sicher: Ich würde nie wieder Frieden finden. Es war eine dieser unheimlichen Nächte, in denen selbst der Mond zu hell schien und die Stille zu laut war. Die Luft war schwer, fast erdrückend, und kein Windhauch regte sich. Ich saß allein in meinem Auto,
direkt vor dem alten Friedhof, der tief im Wald hinter dem Dorf lag. Ich wusste nicht genau, warum ich hierher gekommen war. Vielleicht aus Neugier, vielleicht aus Langeweile. Aber in mir loderte ein unbestimmtes Gefühl, das mich hierher getrieben hatte. Der Friedhof war verlassen, die Gräber alt und von Moos überwuchert, und die Schatten der knorrigen Bäume schienen lebendig zu sein. Jeder in unserem Dorf kannte die Geschichten über diesen Ort. Geschichten von Menschen, die dort verschwunden waren und von denen nie wieder eine Spur gefunden wurde. Betrete die verborgene Gruft nicht, hatte meine Großmutter mich immer gewarnt, wenn wir an dem Waldweg vorbeigingen, der zum Friedhof führte. Dort unten lauern Dinge, die nicht für die Augen der Lebenden bestimmt sind. Ich hatte ihre Worte als Kind nie ernst genommen. Doch jetzt, als ich aus dem Auto stieg und das knarrende Tor des Friedhofs vor mir sah, hallten sie in meinem Kopf wieder. Die Kälte kroch mir in die Glieder und ich spürte, wie mein Herzschlag schneller wurde. Mit einem tiefen Atemzug schob ich das Tor auf und trat ein. Das leise Quietschen der Scharniere schnitt durch die Stille wie ein Warnschrei. Doch ich ließ mich nicht beirren. Der Mond warf ein schwaches, silbriges Licht über die alten Grabsteine, die in geordneter Unordnung über das Gelände verstreut waren. Die meisten Namen waren längst verblasst, die Inschriften von der Zeit verwischt. Ich ging langsam den Kiesweg entlang und lauschte auf jedes kleine Geräusch. Es war, als ob der gesamte Friedhof den Atem anhielt, als ob die Toten selbst mich beobachteten. Der Wind schien zwischen den Bäumen zu flüstern und ich glaubte, meinen eigenen Namen zu hören. »Das bildest du dir nur ein«, murmelte ich leise und schüttelte den Kopf. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, wollte einfach nicht verschwinden. Plötzlich blieb ich stehen. Vor mir, halb verdeckt von einem alten Efeubusch, lag ein Grabstein, der sich deutlich von den anderen abhob. Er war größer und in einem merkwürdigen, fast grotesken Stil geschnitzt, als ob die Hand, die ihn geschaffen hatte, von einem dunklen Wahnsinn getrieben worden wäre. »Hier ruht Friedrich von Kessel«, las ich laut vor. Der Name kam mir vage bekannt vor, doch ich konnte ihn nicht einordnen. Ich trat näher und bemerkte, dass der Grabstein leicht zur Seite verschoben war. Darunter lag eine schmale Öffnung, kaum groß genug, um hindurchzukriechen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. War das die verborgene Gruft, von der meine Großmutter gesprochen hatte? Ohne weiter nachzudenken, kniete ich mich hin und spähte in die Dunkelheit. Der schmale Schacht führte in die Tiefe und ein feuchter, modriger Geruch stieg mir in die Nase. Es war, als ob die Luft dort unten seit Jahrhunderten unberührt gewesen wäre. »Du solltest das nicht tun«, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf, doch ich schob den Gedanken beiseite. Langsam ließ ich mich in den Schacht hinab, meine Füße tasteten nach Halt und schließlich spürte ich festen Boden unter mir. Ich zündete eine kleine Taschenlampe an und ließ den Lichtstrahl durch die Dunkelheit gleiten. Die Wände der Gruft waren mit alten, verblassten Symbolen bedeckt, die mir fremd und beunruhigend vorkamen. Ich schlich weiter in die Dunkelheit hinein, die Taschenlampe fest umklammert. Der Gang schien sich endlos hinzuziehen, und je tiefer ich ging, desto kälter wurde es. Die Luft war schwer, und ich hatte das Gefühl, dass jede Bewegung, die ich machte, von den Wänden widerhallte. Dann sah ich es. Am Ende des Ganges befand sich eine massive, steinerne Tür, die mit rostigen Eisenbändern versiegelt war. Auf der Tür war ein altes Wappen eingraviert, das mir vage vertraut vorkam. »Hier ruht, was niemals geweckt werden darf«, stand in alter deutscher Schrift darunter. Mein Herz pochte wild und ich trat zögernd näher. Was war hinter dieser Tür verborgen? Und warum hatte niemand es jemals geöffnet? Plötzlich hörte ich ein Geräusch hinter mir. Ein leises Scharren, als ob etwas Schweres über den Boden gezogen würde. Ich fuhr herum, doch der Gang war leer. Die Dunkelheit schien sich um mich herum zu verdichten, und ich fühlte, wie eine unsichtbare Kälte durch meine Knochen kroch. »Wer ist da?« rief ich, doch meine Stimme klang hohl und verloren. Keine Antwort, nur das leise, unheilvolle Rascheln in der Dunkelheit. Ich wandte mich wieder der Tür zu,
und legte zögernd eine Hand auf die kalte, glatte Oberfläche des Steins. Ein unbeschreibliches Gefühl überkam mich, eine Mischung aus Angst und Neugier. Etwas in mir wollte wissen, was sich hinter dieser Tür verbarg. Etwas anderes jedoch schrie, ich solle sofort umkehren. Mit zitternden Händen drückte ich gegen die Tür, doch sie rührte sich nicht. Ich trat einen Schritt zurück, überlegte kurz und leuchtete mit der Taschenlampe über die Oberfläche. Plötzlich bemerkte ich es. In die Wand neben der Tür war eine kleine Vertiefung gemeißelt, genau in der Form eines Schlüssellochs. Doch ich hatte keinen Schlüssel. »Was jetzt?« murmelte ich, als ich mich wieder umdrehte und nach Anhaltspunkten suchte. Da sah ich es. Direkt auf dem Boden, an der Stelle, wo ich gestanden hatte, lag ein alter, rostiger Schlüssel. Ich konnte schwören, dass er vorhin noch nicht dort gewesen war. Mein Herz raste, als ich mich bückte und den Schlüssel aufhob. Er fühlte sich schwer an, fast lebendig, als ob eine unsichtbare Energie ihn umgab. »Tu es nicht«, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Doch ich ignorierte sie. Mit zitternden Fingern schob ich den Schlüssel in das Schloss und drehte ihn langsam um. Ein tiefes Knarren erfüllte die Gruft, als sich die alte, steinerne Tür langsam öffnete. Dahinter lag ein dunkler Raum, in dem das Licht meiner Taschenlampe kaum etwas erkennen ließ. Ich trat vorsichtig ein, und sofort umfing mich ein Gefühl der Beklemmung. Der Raum war groß und leer, bis auf eine massive, steinerne Truhe in der Mitte. Sie war mit schweren Ketten umwickelt und auf ihrem Deckel prangte das gleiche Wappen wie auf der Tür. »Was zur Hölle ist das?« flüsterte ich. Langsam trat ich näher. Meine Augen klebten an den seltsamen Symbolen, die in die Truhe gemeißelt waren. Plötzlich bemerkte ich etwas. In den Ritzen der Truhe schimmerte eine dunkle, fast schwarze Flüssigkeit. Blut? Ein Schauer lief mir über den Rücken. Wer oder was war hier eingesperrt worden? Mein Verstand kämpfte darum, eine Erklärung zu finden, doch keine ergab Sinn. Plötzlich hörte ich wieder das Scharren hinter mir, und als ich mich umdrehte, sah ich eine Gestalt. Sie war schemenhaft, kaum mehr als ein Schatten, doch ihre Augen leuchteten in einem unnatürlichen Rot. »Du solltest nicht hier sein«, flüsterte sie, und ihre Stimme schien direkt in meinem Kopf zu sprechen. Die Gestalt trat näher, ihre Augen durchdrangen die Dunkelheit, als ob sie meine Seele sehen könnte. Panik überkam mich, und ich wich zurück, stolperte fast über die Steine, die am Boden verstreut lagen. »Wer bist du?« stammelte ich, doch die Gestalt antwortete nicht. Stattdessen hob sie langsam die Hand, und ich spürte, wie die Luft um mich herum kälter wurde. »Du bist dem Fluch zu nahe gekommen«, flüsterte sie schließlich. Ihre Stimme klang rau und verzerrt. »Geh, bevor es zu spät ist.« Mein Verstand schrie, dass ich sofort fliehen sollte. Doch meine Beine waren wie festgefroren. Ich konnte nur regungslos dastehen und die unheimliche Gestalt anstarren. Dann, ohne Vorwarnung, begann die Dunkelheit um sie herum zu pulsieren, und eine unbeschreibliche Angst ergriff mich. Ich trat einen Schritt zurück, doch die Gestalt verschwand nicht. Im Gegenteil, sie schien größer und bedrohlicher zu werden. »Was ist hier los?« rief ich verzweifelt. Doch die Gestalt schüttelte nur langsam den Kopf. »Du hast eine Tür geöffnet, die nicht hätte geöffnet werden dürfen«, sagte sie. »Nun werden sie kommen.« »Wer?« fragte ich. Doch bevor ich eine Antwort bekam, erlosch das Licht meiner Taschenlampe. Plötzlich war alles schwarz um mich herum und ich konnte nichts mehr sehen. Mein Atem ging schnell und ich versuchte verzweifelt, die Taschenlampe wieder anzuschalten, doch es funktionierte nicht. Dann hörte ich es. Ein leises, tiefes Knurren, das aus der Dunkelheit zu kommen schien. »Du musst verschwinden«, flüsterte die Gestalt erneut. Ihre Stimme klang nun fast flehend. »Schnell, bevor sie dich holen.« Panik erfüllte mich und ich stolperte rückwärts in Richtung der steinernen Tür. Doch die Dunkelheit schien sich zu bewegen, lebendig zu werden. Schatten wandten sich um meine Beine,
hielten mich fest und zogen mich zurück. »Nein«, schrie ich und kämpfte verzweifelt gegen die unsichtbare Kraft an, die mich in den Raum zog. Plötzlich tauchte die Gestalt wieder auf, und ihre leuchtenden Augen schienen in der Finsternis zu schweben. »Es tut mir leid«, flüsterte sie, bevor sie sich in Nebel auflöste und verschwand. Ich war allein mit dem, was auch immer in dieser Gruft lauerte. Dann sah ich es. Am Rand meines Blickfelds, in der tiefsten Dunkelheit, tauchten sie auf. Augenpaare, Dutzende, nein, Hunderte davon. Sie starrten mich an, leuchtend und voller Hass. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich spürte, wie sie sich bewegten, wie sie näher kamen. Mein ganzer Körper zitterte, und ich wusste, dass ich keine Chance hatte zu entkommen. »Bitte«, flüsterte ich leise, doch die Augen kamen immer näher. Ich spürte ihre Präsenz, das kalte Flüstern ihrer Seelen, die mich umgaben. Dann hörte ich es, ein leises Lachen, das durch die Dunkelheit hallte. Ein Lachen, das mich bis ins Mark erschütterte. »Du bist zu spät«, flüsterte eine Stimme direkt in meinem Ohr. Ich wirbelte herum, doch da war niemand. »Lass mich gehen«, schrie ich, doch die Augenpaare rückten immer näher. Plötzlich fühlte ich eine kalte Hand auf meiner Schulter. Ich fuhr herum und sah eine Frau. Sie war blass, ihre Augen leer, und ihre Lippen formten ein trauriges Lächeln. »Du hättest nicht hierher kommen sollen«, sagte sie leise. »Du gehörst nicht zu uns. Noch nicht.« Mein Herz raste, und ich spürte, wie meine Beine langsam nachgaben. »Bitte, ich wollte nur«, stammelte ich, doch sie schüttelte den Kopf. »Es ist zu spät für Erklärungen. Die Dunkelheit hat dich schon berührt. Sie werden dich holen, wenn du nicht das tust, was getan werden muss.« Was muss ich tun?«, fragte ich zitternd. Die Frau trat näher, und ich konnte den kalten Atem auf meiner Haut spüren. »Schließe das, was geöffnet wurde«, flüsterte sie und zeigte auf die steinerne Truhe in der Mitte des Raumes. »Schließe es, und vielleicht wirst du frei sein.« Ich drehte mich um und starrte auf die Truhe. Die Ketten, die sie umwickelten, zitterten leicht, als ob sie sich bewegen wollten. »Wie soll ich das tun?«, fragte ich verzweifelt, doch die Frau war bereits verschwunden. Die Dunkelheit schien wieder lebendig zu werden, die Augenpaare rückten näher, und ich wusste, dass ich handeln musste, bevor es zu spät war. Mit zitternden Händen trat ich näher an die Truhe heran. Die schwarzen Flüssigkeitsspuren, die ich zuvor bemerkt hatte, schienen jetzt pulsierend zu leuchten, als ob etwas darin auf mich wartete. »Tu es«, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. »Lass sie nicht entkommen!« Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Alles in mir schrie, dass ich diesen Ort sofort verlassen musste, dass ich mich in Sicherheit bringen sollte. Doch ich konnte nicht. Ich war gefangen von meiner eigenen Neugier, meinem eigenen Wahnsinn. Langsam hob ich die Hand und berührte die Truhe. Ein heftiger Schmerz durchzuckte meinen Arm, als ob mich ein unsichtbarer Stromschlag traf. Ich schrie auf und zog die Hand zurück. Der Schmerz war überwältigend, doch ich wusste, dass ich nicht aufgeben durfte. »Schließe sie ein«, flüsterte die Stimme erneut. Ich zögerte. Meine Finger zitterten. Doch dann packte ich die Ketten, die um die Truhe gewickelt waren, und zog mit aller Kraft daran. Ein widerliches Knacken ertönte, als sich die Ketten lösten, und die Truhe begann, sich langsam zu öffnen. Ein schwarzer, dichter Nebel quoll hervor und erfüllte den Raum. Ich stolperte zurück. Meine Augen brannten von dem beißenden Geruch. Doch ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Was war das? Der Nebel formte sich zu Schatten, die sich wandten und in alle Richtungen ausbreiteten. Die Augenpaare in der Dunkelheit schienen in Panik zu geraten, und die Schatten wichen zurück, als ob sie sich vor dem schwarzen Nebel fürchteten. »Nein«, flüsterte ich, als ich verstand, was ich getan hatte. »Nein, das kann nicht sein.
Der Nebel begann, sich um mich herum zu verdichten, und ich spürte, wie die Luft schwerer wurde. Ich konnte kaum noch atmen, konnte kaum noch denken. Dann hörte ich wieder das Lachen, ein tiefes, hämisches Lachen, das direkt aus der Truhe zu kommen schien. »Du hast uns befreit«, flüsterte die Stimme in meinem Kopf. »Jetzt wirst du ein Teil von uns.« Die Dunkelheit um mich herum schien sich zu verfestigen, und ich fühlte, wie sich unsichtbare Hände nach mir ausstreckten. »Nein!« schrie ich und versuchte, mich loszureißen. Doch es war zu spät. Der Nebel umschloss mich, kroch in meine Lungen, in meinen Geist, und ich spürte, wie die Welt um mich herum zu verschwimmen begann. Die Augenpaare verschwanden, das Lachen verstummte, und ich fühlte nur noch die Kälte, eine unendliche, unerträgliche Kälte, die mich in die Tiefe zog. Meine Gedanken zerbrachen, und alles, was blieb, war das Flüstern der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie lange ich dort lag, gefangen in der endlosen Schwärze. Minuten, Stunden, vielleicht auch Tage vergingen. Zeit hatte keine Bedeutung mehr. Dann, plötzlich, spürte ich etwas, eine Wärme, ein Licht, das durch die Dunkelheit brach. Es war schwach, kaum mehr als ein Schimmer, doch es war da. Langsam kehrte das Gefühl in meine Glieder zurück und ich öffnete die Augen. Ich lag auf dem Boden der Gruft, die Truhe vor mir, die Ketten wieder fest um sie gewickelt. Der Nebel war verschwunden und die Dunkelheit schien sich zurückgezogen zu haben. Was ist passiert?« flüsterte ich. Langsam stand ich auf. Mein Körper zitterte und ich spürte eine unendliche Erschöpfung. »Du hast es geschafft«, sagte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah die Frau. Sie stand am Eingang der Gruft. Ihre Augen waren voller Mitgefühl. »Du hast sie zurückgeschickt.« »Aber wie?« fragte ich verwirrt. Sie lächelte leicht und trat näher. »Du hast dich gewehrt. Du hast den Mut gefunden, sie nicht entkommen zu lassen. Jetzt sind sie wieder gefangen.« Ein Gefühl der Erleichterung überkam mich. Doch es dauerte nur einen Moment. »Und was ist mit mir?« fragte ich leise. Die Frau sah mich lange an, bevor sie antwortete. »Du hast einen Teil von dir zurückgelassen«, sagte sie leise. »Einen Teil, der für immer an diesen Ort gebunden ist. Du wirst nie mehr derselbe sein.« Die Worte trafen mich wie ein Schlag und ich fühlte, wie eine Leere in mir aufstieg. »Aber ich habe sie doch eingesperrt«, stammelte ich. »Warum? Warum fühle ich mich dann so?« Die Frau legte eine Hand auf meine Schulter. »Weil du jetzt ein Teil der Dunkelheit bist«, flüsterte sie. »Du hast sie gesehen. Du hast sie berührt. Und sie werden immer ein Teil von dir sein.« Tränen stiegen mir in die Augen und ich spürte, wie mein Verstand langsam zu zerbrechen begann. »Aber was soll ich jetzt tun?« fragte ich verzweifelt. Die Frau schüttelte nur den Kopf. »Du kannst nichts tun. Geh und vergiss diesen Ort. Vergiss, was du gesehen hast. Es ist besser so.« Mit diesen Worten drehte sie sich um und verschwand in der Dunkelheit. Ich blieb allein zurück, umgeben von der Stille der Gruft. Langsam ging ich zur steinernen Tür und trat hinaus in den Gang. Die Luft war kälter als zuvor und ich fühlte, wie meine Beine mich kaum noch tragen wollten. Doch ich schaffte es, den Weg zurück zur Oberfläche zu finden. Als ich endlich wieder an der frischen Luft stand, brach ich auf den Knien zusammen. Es war vorbei, aber der Preis war zu hoch gewesen. Ich saß eine Weile regungslos da und starrte in die dunklen, verwobenen Äste der Bäume, die über mir aufragten. Der Friedhof lag still und unheimlich im fahlen Licht des Mondes. Alles wirkte unverändert, als wäre nichts passiert. Aber ich wusste es besser. Tief in mir spürte ich eine unbeschreibliche Leere. Der Kampf in der Gruft hatte etwas in mir ausgelöscht. Etwas, das ich niemals zurückbekommen würde. Mit zitternden Händen stand ich auf und machte mich langsam auf den Weg zum Ausgang des Friedhofs. Jeder Schritt fühlte sich schwerer an, als ob mich eine unsichtbare Last nach unten drückte.
Der Wind trug das leise Flüstern der Blätter zu mir, und für einen Moment glaubte ich, Stimmen darin zu hören. Leise, flüsternde Stimmen, die meinen Namen riefen. Als ich das alte, rostige Tor erreichte, blieb ich stehen und drehte mich um. Irgendetwas zog mich zurück, als ob die Dunkelheit selbst mich rufen würde. »Vergiss diesen Ort«, hatte die Frau gesagt. Doch wie sollte ich das tun? Wie sollte ich all das, was ich gesehen und erlebt hatte, vergessen? Ein Teil von mir wollte zurückgehen, die Truhe öffnen und die Geister endgültig befreien. Aber ein anderer Teil, der tief in mir vergraben war, schrie, dass ich sofort verschwinden sollte. Mit einem schweren Seufzer schüttelte ich den Kopf, schob das knarrende Tor auf und trat hinaus auf den Waldweg. Ich fühlte mich, als ob ich auf einem schmalen Grat zwischen Wahnsinn und Vernunft balancierte, als ob ein falscher Schritt alles zerstören könnte. Der Weg zurück zum Auto schien endlos zu sein. Die Dunkelheit des Waldes schloss sich um mich, und das Gefühl, verfolgt zu werden, ließ mich keine Sekunde los. Jeder Schatten, jedes Rascheln der Blätter ließ mich zusammenzucken. Als ich schließlich das Auto erreichte und mich hastig hineinsetzte, spürte ich, wie mir der Atem stockte. Die Stille war überwältigend und das Pochen meines Herzens dröhnte in meinen Ohren. Ich wollte einfach nur weg, so weit weg wie möglich. Mit zitternden Händen drehte ich den Schlüssel im Zündschloss und hörte den Motor aufheulen. Doch dann geschah es. Ein leises Klopfen an der hinteren Fensterscheibe. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich drehte mich langsam um. Da stand sie, die Frau, die mich in der Gruft gewarnt hatte. Ihr Gesicht war blass und ausdruckslos und ihre Augen wirkten leer. Was willst du?« flüsterte ich. Sie antwortete nicht. Stattdessen hob sie langsam die Hand und zeigte auf etwas hinter mir. Ich drehte mich hastig um, doch der Rückspiegel zeigte nichts als Dunkelheit. Als ich wieder nach hinten sah, war die Frau verschwunden. Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken und ich wusste, dass ich nicht länger hierbleiben konnte. Mit einem Ruck legte ich den Gang ein und fuhr los. Die Reifen drehten durch, als ich auf die Straße schoss. Die Bäume zogen wie Schattenfiguren an mir vorbei und ich drückte das Gaspedal bis zum Anschlag. Die Straße vor mir war leer, doch ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas hinter mir her war. Immer wieder warf ich einen Blick in den Rückspiegel. Doch alles, was ich sah, war die unendliche Dunkelheit des Waldes. »Vergiss diesen Ort«, wiederholte ich leise vor mich hin, als ob ich mich selbst beruhigen wollte. Doch die Leere in meinem Inneren wuchs weiter und ich spürte, wie sich etwas in meinem Kopf zu regen begann. Ein dunkler Gedanke, eine Erinnerung, die nicht zu mir gehörte. »Du bist ein Teil von uns«, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Ich schüttelte heftig den Kopf, doch die Worte hallten weiter in meinem Verstand wieder. Plötzlich blitzten Bilder vor meinen Augen auf, die Truhe, die sich öffnete, die Schatten, die mich umgaben, und dann ein Gesicht. Ein Gesicht, das mir fremd und doch seltsam vertraut vorkam. Es war das Gesicht eines Mannes. Seine Augen waren leer und voller Hass. »Wer bist du?« flüsterte ich. Doch das Bild verblasste. Panik überkam mich und ich trat noch stärker aufs Gas. Die Straße schien unter mir zu verschwimmen und ich fühlte, wie mir die Kontrolle entglitt. Plötzlich sah ich etwas am Straßenrand, eine Gestalt, die mich anstarrte. Es war der Mann aus der Truhe. Sein Gesicht war verzerrt und seine Augen brannten sich in meinen Verstand ein. »Lass mich in Ruhe!« schrie ich und riss das Lenkrad herum. Das Auto geriet ins Schleudern und für einen Moment verlor ich die Kontrolle. Der Wagen schoss auf die Bäume zu und ich spürte, wie die Welt um mich herum zu explodieren schien. Dann, mit einem lauten Krachen, kam das Auto zum Stehen. Mein Kopf schlug gegen das Lenkrad und Sterne tanzten vor meinen Augen. Schmerz durchzuckte meinen Körper, doch ich schaffte es, den Sicherheitsgurt zu lösen und die Tür aufzustoßen. Torkelnd stolperte ich aus dem Auto und blickte in die Dunkelheit. Der Mann war verschwunden. Alles war still und ich konnte nur das Rauschen meines eigenen Blutes in den Ohren hören. »Es ist vorbei«, flüsterte ich.
Doch ich wusste, dass das eine Lüge war. Nichts war vorbei. Die Dunkelheit hatte mich berührt und ich würde niemals wieder frei sein. Langsam ging ich zurück zum Auto und setzte mich zitternd auf den Fahrersitz. Der Motor war aus und das Auto schien kaum mehr fahrbereit zu sein. Doch ich musste weiter. Ich musste weg von diesem verfluchten Wald, weg von diesem verfluchten Ort. Mit zitternden Händen startete ich den Motor erneut und das Auto röchelte, bevor es schließlich wieder ansprang. Ich setzte den Wagen zurück auf die Straße und fuhr langsam los. Das Gefühl der Beklemmung ließ mich nicht los. Die Bäume schienen sich zu neigen, als ob sie sich über mich lustig machten. Schatten tanzten am Rand meines Blickfelds und ich spürte, wie mein Verstand zu zerbrechen drohte. Doch ich hielt mich fest. Vergiss diesen Ort, wiederholte ich immer wieder, wie ein Mantra. Doch es war sinnlos. Die Bilder, die Stimmen, das Flüstern, alles war tief in mir verankert. Plötzlich sah ich etwas auf der Straße vor mir. Ein dunkler, schemenhafter Umriss, der mitten auf der Fahrbahn stand. Mein Herz setzte aus und ich trat auf die Bremse. Der Wagen kam ruckartig zum Stehen und ich starrte auf den Umriss. Es war die Frau. Sie stand da, starrte mich an und ich konnte sehen, dass Tränen über ihre Wangen liefen. »Warum? Warum folgst du mir?« schrie ich verzweifelt. Doch sie antwortete nicht. Stattdessen hob sie langsam die Hand und zeigte auf die Bäume hinter ihr. Ich folgte ihrem Blick, doch da war nichts, nur Dunkelheit. Als ich wieder zu ihr sah, war sie verschwunden. Panik überkam mich und ich griff mit zitternden Händen nach dem Lenkrad. Das ist nicht real«, flüsterte ich. Doch die Angst in mir sagte etwas anderes. Ich setzte den Wagen zurück in Bewegung und fuhr langsam weiter, die Augen fest auf die Straße vor mir gerichtet. Doch die Dunkelheit schien sich zu bewegen, zu atmen. Dann, plötzlich, hörte ich es wieder. Das Lachen. Es war tief und unheilvoll und ich spürte, wie mir das Blut in den Adern gefror. »Lass mich in Ruhe«, schrie ich und trat auf das Gaspedal. Der Wagen beschleunigte, doch das Lachen wurde lauter. Es schien von überall her zu kommen, von den Bäumen, von der Straße, aus meinem Kopf. Dann, ohne Vorwarnung, tauchte der Mann wieder auf. Direkt vor mir, mitten auf der Fahrbahn. Ich riss das Lenkrad herum, doch es war zu spät. Der Wagen krachte gegen etwas Hartes und ich spürte, wie mich der Aufprall nach vorne schleuderte. Der Schmerz explodierte in meinem Kopf und die Welt um mich herum begann zu verblassen. »Nein«, flüsterte ich, bevor die Dunkelheit mich endgültig verschlang. Als ich die Augen wieder öffnete, war alles still. Die Dunkelheit war verschwunden und ich lag in einem seltsamen, kalten Raum. Meine Hände und Füße waren festgebunden und ein beißender Schmerz durchzog meinen Körper. »Was?«, stammelte ich. Doch meine Stimme klang hohl und fremd. Plötzlich sah ich ihn wieder. Den Mann. Er stand über mir. Sein Gesicht war verzerrt und in seinen Augen brannte das gleiche unheimliche Leuchten. »Du hast es geschafft«, flüsterte er, und ein schiefes Lächeln huschte über seine Lippen. »Du bist jetzt einer von uns.« Mein Herz raste und ich versuchte verzweifelt, mich zu befreien. Doch die Fesseln hielten mich fest. »Lass mich gehen«, schrie ich. Doch das Lachen des Mannes hallte durch den Raum. »Es gibt kein Entkommen mehr«, sagte er leise. »Du bist jetzt Teil der Dunkelheit, Teil des Fluchs.« Panik überkam mich und ich kämpfte verzweifelt gegen die Fesseln. Doch es war sinnlos. Die Dunkelheit um mich herum schien lebendig zu werden, schlang sich um mich und drückte mir die Luft ab. »Nein«, flüsterte ich. »Nein, das kann nicht sein.« Doch der Mann schüttelte nur den Kopf. »Es ist vorbei, akzeptiere es.« Dann, mit einem letzten, unheilvollen Lachen, trat er zurück und die Dunkelheit verschlang mich endgültig. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Albtraum gefangen war. Die Zeit verlor ihre Bedeutung und ich war nur noch ein Schatten meiner selbst. Dann, eines Tages, erwachte ich wieder.
Doch ich war nicht mehr auf dem Friedhof. Ich war zu Hause. Ich saß auf meinem Bett, die Sonne schien durch das Fenster und alles wirkte so friedlich, so normal. War das alles nur ein Traum? Flüsterte ich und rieb mir die Augen. Doch als ich mich umsah, bemerkte ich es. Die Dunkelheit in den Ecken des Zimmers, die sich zu bewegen schien. Die Schatten in den Ecken des Zimmers wandten sich und flüsterten leise, als ob sie mich verspotteten. Ich spürte, wie mein Herzschlag sich beschleunigte. »Nein, das kann nicht sein«, flüsterte ich. Doch die Schatten wurden dichter, breiteten sich langsam im Raum aus und umhüllten alles. Plötzlich erkannte ich etwas in ihnen. Augenpaare, genau wie im Friedhof. Augen, die mich anstarrten, voller Hass und Gier. »Du hast uns nicht entkommen lassen«, flüsterte eine Stimme direkt hinter mir. Ich fuhr herum, doch da war niemand. »Du bist zurückgekehrt, aber wir sind bei dir geblieben.« Mein ganzer Körper begann zu zittern und ich fühlte, wie sich die Luft um mich herum verdichtete. »Das ist unmöglich«, stammelte ich, doch ich wusste, dass ich mich selbst belog. Ich war nie wirklich entkommen. Die Dunkelheit, die Flüche, die Geister, sie waren jetzt ein Teil von mir. »Lass mich in Ruhe«, schrie ich, doch das Flüstern wurde lauter. »Du hast uns geöffnet und wir werden dich niemals verlassen.« Panik überkam mich und ich wollte rennen, wollte fliehen. Doch wohin? Mein eigener Schatten dehnte sich, umschloss mich und ich spürte, wie meine Glieder schwerer wurden. »Nein«, flüsterte ich und fiel auf die Knie. Ich wollte euch nicht.« Doch bevor ich den Satz beenden konnte, breitete sich die Dunkelheit wie ein Schleier über mich aus.